Stephen King hat über 60 Romane geschrieben und gefühlt wurden fast alle verfilmt. Jeder kennt S, Shining oder Die Verurteilten. Aber wusstest du, dass es eine ganze Reihe von King-Verfilmungen gibt, von denen selbst Hardcore-Fans noch nie gehört haben? Filme, die oft übersehen werden, aber echte Geheimtipps sind. In diesem Video stelle ich dir 10 unbekannte Stephen King-Verfilmungen vor, die du dir unbedingt ansehen solltest. Dolan's Cadillac ist ein Thriller aus dem Jahr 2009, der auf einer Kurzgeschichte von Stephen King basiert. Die Story dreht sich um Tom Robinson, einen einfachen Lehrer, dessen Frau von einem skrupellosen Gangsterboss namens Dolan ermordet wird, gespielt von Christian Slater. Was folgt, ist ein langsamer, aber intensiver Racheplan, der immer düsterer wird. Tom verwandelt sich von einem unauffälligen Bürger in einen Mann, der nichts mehr zu verlieren hat. Der Film zeigt eindrucksvoll, wie Schmerz und Verlust einen Menschen verändern können. Die spannende Dynamik zwischen Täter und Opfer, kombiniert mit der kühlen Wüstenkulisse, macht Dolan's Cadillac zu einem sehenswerten Geheimtipp, der tief in die Abgründe menschlicher Rachegefühle eintaucht. Stephen Kings The Night Flyer ist ein faszinierender Horrorfilm von 1997, der die Geschichte eines sensationshungrigen Reporters erzählt. Er ist einem mysteriösen Serienmörder auf der Spur, der mit einem schwarzen Flugzeug von Flughafen zu Flughafen reist und eine blutige Spur hinterlässt. Der Clou: der Täter könnte ein Vampir sein. Der Film lebt von seiner düsteren Atmosphäre, einer unheimlichen Grundstimmung und der zunehmenden Obsession des Reporters, die Wahrheit herauszufinden. Der Gegensatz zwischen der kühlen, sachlichen Welt des Journalismus und der übernatürlichen Bedrohung verstärkt den Horror. The Night Flyer ist ein unterschätzter Horrorfilm, der vor allem durch seine unheimlichen Bilder und das beklemmende Gefühl des Ausgeliefertseins überzeugt. Riding the Bullet basiert auf einer von Kings ersten digitalen Kurzgeschichten und wurde 2004 verfilmt. Der Film erzählt die Geschichte von Alan Parker, einem depressiven Studenten, der per Anhalter zu seiner kranken Mutter fährt. Unterwegs begegnet er seltsamen Gestalten, darunter ein mysteriöser Fahrer, der ihn auf eine tödliche Reise mitnimmt. Die Geschichte ist weniger ein klassischer Horrorfilm und mehr ein psychologischer Trip über Angst, Verlust und die Konfrontation mit dem Tod. Alan wird mit seinen tiefsten Ängsten konfrontiert und der Film spielt geschickt mit der Frage, was real ist und was nur in seinem Kopf existiert. Eine interessante, wenn auch oft übersehene King-Adaption mit einer starken, beklemmenden Atmosphäre, die den Zuschauer zum Nachdenken anregt. A Good Marriage aus dem Jahr 2014 gehört zu den weniger beachteten King-Verfilmungen. Der Thriller erzählt von Darcy, einer Frau, die nach 25 Jahren Ehe entdeckt, dass ihr scheinbar perfekter Ehemann ein Serienmörder ist. Diese Erkenntnis wirft ihr gesamtes Leben aus der Bahn. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte aus der Sammlung Zwischen Nacht und Dunkel und überzeugt mit subtiler psychologischer Spannung. Joan Allen und Anthony LaPaglia liefern starke Performances, die zeigen, dass das wahre Grauen manchmal direkt neben uns liegt, im eigenen Zuhause. A Good Marriage wirft die Frage auf, wie gut wir die Menschen kennen, mit denen wir unser Leben teilen und wie weit man für den Erhalt einer Fassade gehen würde. The Mangler ist ein bizarrer Horrorfilm aus dem Jahr 1995, in dem es tatsächlich um eine besessene Wäschemangel geht. Klingt absurd, ist es auch, aber genau das macht den Film so faszinierend. Regie führte Tobe Hooper, bekannt für Blutgericht in Texas, und Robert Englund alias Freddy Krueger spielt eine der Hauptrollen. Trotz des skurrilen Konzepts schafft es der Film, eine düstere, verstörende Atmosphäre aufzubauen. Der Horror liegt nicht nur in der übernatürlichen Bedrohung, sondern auch in der Darstellung der gnadenlosen Ausbeutung von Arbeitern in einer Fabrik. The Mangler ist ein Film, der so seltsam ist, dass man ihn gesehen haben muss, gerade weil er die Grenze zwischen Trash und ernsthaftem Horror kunstvoll verschwimmen lässt. Creepshow aus dem Jahr 1982 ist ein Episodenfilm, der oft im Schatten von Kings bekannteren Werken steht, aber ein absolutes Highlight des Horrorgenres ist. Stephen King selbst schrieb das Drehbuch und die 5 Geschichten im Film sind eine Hommage an die klassischen Horrorcomics der 50er Jahre. Jede Episode erzählt eine eigene makabre Geschichte, von Rachegeistern über Monster bis hin zu bizarren Naturkatastrophen. Regie führte George A. Romero, der Meister des Zombie-Genres, was dem Film eine besondere Note verleiht. Die bunten, übertriebenen Effekte und der skurrile Humor machen Creepshow zu einem perfekten Film für einen schaurigen Abend voller nostalgischem Gruselspaß. Thinner, der Fluch, ein Film aus dem Jahr 1996, erzählt die Geschichte eines übergewichtigen Anwalts namens Billy, der nach einem Autounfall von einem älteren Mann aus einer fahrenden Gemeinschaft mit einem Fluch belegt wird. Er nimmt unkontrolliert ab, bis er am Ende fast verschwindet. Der Film ist eine düstere Parabel über Schuld, Arroganz und die Unfähigkeit, Verantwortung für die eigenen Taten zu übernehmen.
Billys verzweifelter Kampf gegen den Fluch führt ihn in immer dunklere Abgründe seiner eigenen Moral. Thinner hat zwar nicht den Kultstatus anderer King-Verfilmungen, aber die düstere Atmosphäre, die Darstellung menschlicher Abgründe und das schockierende Finale machen ihn zu einem unterschätzten Horrorfilm. Das Spiel mit dem Originaltitel Gerald's Game aus dem Jahr 2017 ist ein intensiver Psychothriller über eine Frau namens Jessie, die nach einem missglückten Rollenspiel an ein Bett gefesselt ums Überleben kämpft. Ihr Ehemann Gerald stirbt plötzlich an einem Herzinfarkt und Jessie bleibt allein, gefesselt und mit ihren eigenen Ängsten und Halluzinationen konfrontiert. Der Film basiert auf Kings gleichnamigem Roman und beeindruckt mit einer starken Performance von Carla Gugino. Das Spiel ist ein intensives Kammerspiel, das zeigt, wie der wahre Horror oft im eigenen Kopf lauert. Der Film überzeugt nicht nur durch psychologische Tiefe, sondern auch durch seine klaustrophobische Atmosphäre, die den Zuschauer direkt in Jessies ausweglose Situation hineinzieht. Flashbacks und innere Monologe gewähren dabei Einblicke in Jessies traumatische Vergangenheit, die den emotionalen Horror noch verstärken. Werwolf von Tucker Mills, verfilmt im Jahr 1985, basiert auf Kings illustrierter Novelle Das Jahr des Werwolfs. Die Geschichte spielt in einer typisch amerikanischen Kleinstadt, die von einer brutalen Mordserie erschüttert wird. Schnell stellt sich heraus, der Täter ist kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein Werwolf. Der Film kombiniert klassische Werwolf-Elemente mit dem typischen King-Flair für Kleinstadt-Horror. Gary Busey liefert eine charismatische Performance als unkonventioneller Held, der versucht, das Geheimnis zu lüften. Werwolf von Tucker Mills ist ein Oldschool-Horrorfilm, der mit seiner dichten Atmosphäre, spannenden Wendungen und nostalgischem Charme viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Der Musterschüler, ein psychologischer Thriller aus dem Jahr 1998, basiert auf der Novelle Aus Frühling, Sommer, Herbst und Tod, der gleichen Sammlung, aus der auch Stand By Me stammt. Der Film erzählt die Geschichte des Teenagers Todd, der entdeckt, dass sein netter, älterer Nachbar ein ehemaliger Nazi-Kriegsverbrecher ist. Statt ihn zu verraten, erpresst Todd den Mann, um mehr über seine dunkle Vergangenheit zu erfahren. Die Beziehung zwischen den beiden entwickelt sich zu einem psychologischen Katz-und-Maus-Spiel, das zeigt, wie dünn die Grenze zwischen Faszination und moralischem Abgrund ist. Ian McKellen liefert eine beeindruckende Performance als skrupelloser Ex-Nazi, während der Film die dunklen Seiten der menschlichen Psyche gnadenlos beleuchtet. Der Musterschüler ist ein echter Geheimtipp für alle, die düstere psychologische Thriller mögen. Stephen Kings Geschichten sind nicht nur die großen Blockbuster, oft verstecken sich die spannendsten, seltsamsten und unheimlichsten Perlen in den unbekannteren Verfilmungen. Hast du einen dieser Filme schon gesehen oder fehlt ein King-Geheimtipp, den unbedingt jeder kennen sollte? Schreib's in die Kommentare und lass uns darüber diskutieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Inhalte verpasst. Teile das Video mit deinen Freunden und hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback und sehen uns im nächsten Video.